Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ihr seht dieses Schmuckstück, jetzt ist es endlich soweit. Heute das Review zum Gewehr 43 von der Firma Shoei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Bruce zurück aus dem Intro. Ihr seid noch da, das heißt, ihr möchtet gerne wissen, wie ist so dieses Shoei Gewehr 43? Ich bin auch mächtig gespannt, habe ich schon eine Weile mit rumgespielt, habe mich vorbereitet und ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Es ist wirklich eine besondere Airsoft, die man so ja nicht oft sieht, nicht nur aufgrund der Form, sondern auch wie sie gehandelt wird und das ganze System, dieses HPA-System einfach absolut faszinierend. Aber ich möchte nicht viel erzählen. Ich werde mich jetzt auch kurz halten, denn ich habe eigentlich in meinem Auspackvideo auch schon eine ganze Menge erzählt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so begeistert war von diesem Shoei G43. Deshalb versuche ich jetzt das, was ich schon erzählt habe, jetzt hier wegzulassen, um auf die Dinge zu kommen, die euch jetzt noch interessieren. Ich packe euch oben noch den Link rein zu meinem Auspackvideo. Könnt ihr euch gerne reinziehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder wenn ihr noch mal Bock drauf habt. Ja, klickt da einfach nochmal drauf. Großer Dank nochmal an die Firma ZIP Militaria, die dieses edle, rare Stück Airsoft hier nach Deutschland geholt haben. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, sowas zu machen, denn wie gesagt, ja, der Markt ist dafür noch nicht so erschlossen. Lieber kauft man das Xter AR-15 Modell oder Firmen stellen lieber das Xter AR-15 Modell her, statt mal was Besonderes zu machen, mal den Mut zu fassen, mal was herzustellen, was nicht unbedingt jeder braucht. Ja, und hier mit dem Gewehr 43 habe ich genau das hier auf meinem Tisch und ich bin ja immer noch richtig hellauf begeistert. Aber ich fange schon wieder an zu süßen. Kürzen wir das mal ab. Also, bei Interesse, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. ZIP Militaria bekommt ihr das gute Stück und es kostet aufgerundet 1600 Euro, ja, eine ganze Menge Geld. Was bekommt ihr dafür? Erstmal hier einen schnöden Karton mit der Aufschrift Shoei Gewehr 43. Erinnert so ein bisschen an die Tanaka-Verpackung. Wenn ihr den Karton aufmacht, habt ihr natürlich das Sahnestück hier, ja. Das Gewehr 43 aus Vollmetall gefertigt mit Echtholzschaft. Alles vom Feinsten, 1:1 nachgebaut, soweit es geht, denn wie gesagt, im Inneren werkelt hier ein HPA-System und keine Real Steel, also haben wir ein paar Abweichungen, ja, aber ansonsten von außen kann man schon mal sagen, Traum. Also dieses Gewehr bekommt ihr dazu, dann gibt es ein Magazin, 12 Schuss, Kapazität Kaliber 6 mm, betrieben mit Luft. Wie das Ganze funktioniert später, ja. Dann gibt es eine Anleitung, die ist nur auf der Vorderseite in Deutsch gehalten. Hier steht zum Einlegen in das Gerät Gewehr 43 G43 Gebrauchsanleitung. Ja, wenn man es aufklappt, ist es mit dem Deutsch vorbei. Dann haben wir alles in Englisch und Japanisch betitelt. Da steht wirklich alles Wichtige drin, wie ihr hier mit dem Gewehr umzugehen habt. Ich empfehle euch, tut das wirklich, denn hier sind ein paar Besonderheiten drin, die man beachten muss, weil sonst kann man das Gewehr gleich am Anfang kaputt machen. Ich denke mal, das hat die KTU damals nicht gemacht. Daher hatte ich ein paar Startschwierigkeiten, aber dazu auch später. Also die Anleitung ist mit dabei. Denn hier nochmal ein Hinweis von Shoei, dass dieses Gewehr, bevor es an euch gegangen ist, nochmal auf Herz und Nieren getestet worden ist, damit ihr auch wirklich ein vollwertiges, funktionsfähiges Produkt in den Händen hält. Ja, bei dem Preis muss das auch so sein. Können sich aber auch andere Firmen mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Ja, und dann haben wir auch ganz gut, nochmal eine Explosionszeichnung von dem Gewehr 43. Auch nochmal mit einer Teilliste. Falls ihr nochmal Ersatzteile benötigt, habt ihr es so leicht, in Kontakt zu treten mit Shoei und zu sagen, was ihr denn benötigt. Der Kontakt zu Shoei ist wirklich super klasse. Ich habe da angeschrieben, weil ich ein kleines Problem hatte, aufgrund der KTU, weiß ich, was die da gemacht hat. Jedenfalls hatte ich super schnell eine Antwort gehabt und hatte auch Unterstützung bekommen. Absolut
Top-Service von Shoei, muss man ehrlich sagen. Also passt auch echt zu diesem exklusiven Preis, habt ihr auch einen exklusiven Support-Service bei Shoei. Einfach anschreiben und euch wird nett geholfen. Ja, das Ganze für 1.600 Euro. Ich kann euch sagen, ja, warum ist es so teuer? Wie gesagt, Shoei stellt die Gewehre in Handarbeit her, kann man schon fast sagen. Es ist kein Massenprodukt. 200 Stück wurden, glaube ich, in der ersten Charge davon produziert. Es gehen nochmal 200 Stück raus und dann ist Schicht im Schacht. Also 400 Exemplare weltweit, mehr wird es davon nicht mehr geben. Alles super exklusiv und es ist wirklich ein Hammer, dass Sid Militaria den Mut hatte, ja so einen Exoten hier nach Deutschland zu bringen. Denn wie gesagt, AR-15 geht immer wie geschnitten Brot. Solche Dinger gehen wirklich nur sehr, sehr schwer und es geht wirklich nur an Liebhaber. Aber man muss wirklich wissen, was man kauft. Und bei Shoei kann ich euch schon mal sagen, ja, da kann man eigentlich ungesehen zuschlagen. Außer man ist vielleicht Airsoft-Spieler, da ist es vielleicht, sollte man sich das vielleicht 2- oder 3-mal überlegen. Aber der Sammler, der Historiker, alle, die gerne mal ein Gewehr 43 in den Händen halten wollen und damit auch mal ein bisschen rumspielen wollen und schießen wollen, die können hier gerne zugreifen, denn hier hat man wirklich was richtig Tolles in der Hand. Das Einzige ist natürlich entweder das Original, ist aber auch super schwer zu bekommen und die Preise liegen so, ja, ab 3.000 Euro aufwärts, je nach Zustand von dem Gewehr 43. Und wie gesagt, man braucht dazu auch noch eine entsprechende Lizenz. Hat auch nicht jeder, möchte vielleicht auch nicht jeder haben. Und zweite Variante ist dieses gute Stück deaktiviert als Deko-Gewehr. Ist schon fast eine Kastration, so ein Stück Geschichte einfach kaputt zu machen, nur damit man das an die Wand hängen kann oder damit man ein bisschen rumspielen kann. Und hier habt ihr sozusagen eine günstige Alternative, ja, günstig, einen super exakten Nachbau zu erwerben, mit dem man auch schießen kann. Shoei stellt dieses Gewehr auch als Modellwaffe her, also alle, die nicht unbedingt Wert drauf legen, kleine Plastikkügeln damit zu verschießen, die können auch ein Modell davon haben. Damit kann man Dummy-Patronen einladen, kann repetieren, abschlagen. Beim Repetieren wird die Dummy-Hülse ausgeworfen, man kann es zerlegen wie das Original. Alles mit viel, viel Liebe zum Detail gefertigt. Gibt es auch. Ich weiß nicht, ob Sid Militaria das auch hat, müsste ich mal schauen. Ja, wie gesagt, habt ihr da mehrere Varianten und ich finde es toll, dass Shoei halt den Mut gefunden hat, hier eine Airsoft-Replik rauszubringen und das Ganze auch noch mit Blowback-Effekt. Das ist genau mein Ding. So, genug davon. Ich hatte euch alles gesagt. Guckt in die Videobeschreibung für den Link. Ja, könnt ihr denn mit diesem Gewehr schon starten? Ihr braucht noch eine Kleinigkeit, denn das Ganze funktioniert mit HPA und ihr benötigt hier eine Pumpe. Kein Witz. Da kommt keine normale HPA-Flasche ran, so wie man das kennt. Dieses Magazin wird mit einer Pumpe aufgepumpt. Könnt ihr entweder per Handbetrieb machen oder mit so einem kleinen Kompressor, funktioniert auch. 10 Bar benötigt hier dieses Magazin, um voll zu sein. Und ja, mit so einer handelsüblichen Federgabelpumpe für ein Mountainbike reicht das aus für den Start. 20 Euro kostet das gute Stück. Das Pumpen ist auch gar nicht schwer. Ich weiß gar nicht, wie oft man pumpen muss. Jedenfalls ist es nicht anstrengend, um dieses Magazin auf 10 Bar zu bringen. Also ihr müsst auf die 1.600 Euro nochmal 20 Euro drauflegen für diese Pumpe. Okay, das war's. Machen wir weiter mit dem Bodycheck. Bodycheck, das heißt, ich gehe jetzt richtig nah ran, so nah es geht, damit ihr euch mal dieses Gewehr in Ruhe aus der Nähe anschauen könnt. Ich fahre auch ganz, ganz langsam mit dem Gewehr über die Kamera und zieht euch mal dieses Teil rein. Gefertigt komplett aus Metall und Echtholz. Allein dieser Schichtholzschaft soll schon eine ganze Weile gedauert haben mit der Anpassung, dass es so ist, wie es jetzt ist und dass Shoei gesagt hat, so gebe ich es an die Kunden raus. Absolute Qualität, der Schaft sieht ein Traum aus. Hinten aus Stahl gefertigt, die Schaftkappe unbeschichtet, genauso wie beim Original. Auch an dieses Detail hat Shoei gedacht. Der Rest des Metalls ist in einem matten Schwarz beschichtet, auch richtig sauber das Ganze. Sieht absolut edel aus. Einziger Unterschied zum Original ist hier der Verschluss. Der ist hier glatt wie ein Babypopo. Beim Original war er mehr pubertär unbehandelt, denn das ganze Gewehr wurde aus Blechprägeteilen und im Gussverfahren hergestellt.
und ja, teils nicht nachbehandelt, wie halt der Verschluss, der ist im Original halt noch leicht ruppig, hat Shoei sich hier für die glatte Variante entschieden. Stört mich jetzt weiter nicht so, finde ich schon gar nicht schlecht gemacht. Ansonsten jedes Detail übernommen, wie beim Original, haben hier wirklich einen traumhaften Nachbau in der Hand und von der Verarbeitungsqualität, allein schon wenn man es in die Hand nimmt, kann man echt denken, man hat hier ein echtes Gewehr 43 in der Hand. Richtig schön gemacht. Und das Ganze, was auch noch richtig wichtig ist, gerade für Sammler, das sind die Originalmarkings. Und auch Shoei hat dem Gewehr ein paar Originalmarkings verpasst und die schauen wir uns mal richtig nah an jetzt. Fangen wir hier beim Systemgehäuse an. Da haben wir einmal die Bezeichnung G43 für Gewehr 43, die Seriennummer 373. Hier unten ganz klein, ich versuche es mal mit der Kamera noch ein bisschen näher ranzuholen, haben wir den Abnahmestempel mit der Nummer 359. AC steht für Karl Walter Fabrik, Herstellungsdatum 43. Am Verschluss haben wir auch nochmal den Abnahmestempel drauf, ganz klein mit 359. Das Magazin hat als Hersteller die Bezeichnung AYE, das steht für die Olympia Büromaschinenwerke. Dann haben wir hier auch den Abnahmestempel WAA B43 und hier nochmal für was das Magazin ist, für das G43. Also ich muss sagen, absoluter Traum, oder? Von außen super top verarbeitet, sieht absolut echt aus, fühlt sich echt an und mit den Markings haben wir sozusagen, ja, die Kirsche auf der Sahne. Wir haben hier alle Original-Markings drauf, die wir brauchen. Okay, der Waffenhistoriker wird sagen, da fehlen noch ein paar Stempelungen, aber ja, ich sag mal, drauf geschissen, ja. Mir reicht es genauso aus, wie es ist und ich bin absolut begeistert. Ja, ich denke mal, machen wir weiter mit den technischen Daten. Dann holen wir mal den Datenschirm rein, ne? Das gehört sich ja immer in diesen Teil von diesem Review. Also, fangen wir an. Hersteller Shoei, haben wir hier das Gewehr 43, kurz G43 mit einer Originallänge von 1,13 Metern. Das Gewicht mit 4,1 Kilo liegt unter dem Original, welches normalerweise 4,4 Kilo hat. Dafür haben wir mit eingelegten Magazin hier ein Gewicht von satten 4,7 Kilo. Also hier hat man ordentlich was in der Hand, ja. Absoluter Hammer. Kaliber 6 mm BB. Magazinkapazität beträgt 12 Schuss. Mit einer HPA-Ladung können wir hier konstant 10 Schuss rausschießen. 11 und 12 haben einen drastischen Leistungsverlust. Das werden wir nachher später beim Chrono auch sehen. Ja, apropos Chrono, kommen wir noch mal kurz zu den Werten. Wir haben hier die von ZIP Militaria importierte kastrierte Version mit 233 FPS. Das sind ungefähr 0,5 Joule. Wir haben sozusagen hier Spielzeug in der Hand und das Ganze für 1600 Euro. Ihr fragt euch jetzt, sag mal, geht's noch? Könnte man meinen, aber man muss auch bedenken, dass hier ist ja wirklich, ja, wirklich was Besonderes. Es ist keine Massenware. 400 Stück wurden davon hergestellt und ZIP Militaria hat auch nur eine geringe Anzahl nach Deutschland geholt. Ja, und hätten sie das hier in Deutschland auch noch offiziell zugelassen, sodass das Ganze hier ein F bekommt, wäre es nicht bei 1600 Euro geblieben, sondern wäre, ja, mächtig teurer geworden. Denn zum einen muss ein von diesen teuren Exemplaren bei der PTB verbleiben und ja, die ganzen Genehmigungen kosten natürlich auch noch ihr Geld und das wollte ZIP Militaria den wenigen Kunden, die hier ganz scharf sind auf das Gewehr 43, nicht noch antun und das Ganze noch teurer machen. Zumal die Originalversion auch nur 280 FPS hat, also 0,8 Joule und 0,5 zu 0,8 sind ja eigentlich auch nicht so die Welt, muss ich sagen. Und es spricht ja auch nicht so den Spieler an, sondern mehr den Sammler oder den Renektor. Ja, aber ich denke mal, ja, machen wir mal den Chrono. Gucken wir mal, ob das, was Shoei gesagt hat, auch stimmt. Mit einer HPA-Füllung können wir 12 Schuss rausschießen, 10 Schuss sollen konstant sein, 11 und 12 sind Bonusschüsse, da geht die Leistung runter.
Ob das alles so stimmt, das sehen wir jetzt im Chrono und danach sehen wir uns wieder. Das war der Chrono gewesen. Ja, und ihr konntet sehen, 12 Schuss habe ich nicht rausbekommen. Der 11. ging noch als Rohrkrepierer durch mit 0,09 Joule. Ja, Maximalwert waren 0,49, also schön an der Grenze. Und der Durchschnittswert liegt hier bei dem Gewehr bei 0,36 Joule. Man kann also sagen, wie beim Original, 10 Schuss gingen garantiert raus, 11, naja, so lala, und der 12. eigentlich überhaupt nicht. Ich denke mal, das liegt auch daran, durch die Kastration geht halt ein bisschen zu viel Luft raus pro Schuss. Ich denke, bei der normalen 0,8 Joule Variante kann man hier wirklich die 12 Schuss machen. Wie beim Hersteller auch gesagt, dass 11 und 12 dann halt nicht mit der gewohnten Power rausgehen. Das war der Chrono gewesen. Ja, und ich denke mal, jetzt gehen wir die Details und wir arbeiten uns von vorne bis nach hinten durch. Der Korntunnel ist aus Stahl gefertigt. Das Korn selber besteht aus Zink-Druckguss, ebenso wie der komplette Outer Barrel. Unterhalb des Laufes befindet sich der Putzstab. Dieser lässt sich genau wie beim Original auch von der Waffe entnehmen. Material haben wir hier Stahl. An dieser Stelle befindet sich hier die Halterung für den Handschutz. Die ist auch aus Zink-Druckguss gefertigt. Ihr seht, der Magnet hält hier nicht. Auf der linken Seite vom Schützen befindet sich genauso wie beim Original hier die Gewehrriemenaufnahme und auch die ist aus Zink-Druckguss gefertigt. So, die Halterung können wir abnehmen, das müssen wir jetzt auch tun, weil hinter dem Handschutz befindet sich nämlich jetzt die Hop-Up-Justierung. Um die Halterung abzunehmen, nehmt ihr euch einen spitzen Gegenstand, drückt die hier in die Halteklammer rein. So, und dann könnt ihr die Halterung abziehen. Die Klammer selber besteht aus Stahl. So, und nun könnt ihr den Handschutz einfach abnehmen. Handschutz ab. So sieht das Innenleben aus. Auch sehr authentisch nachgebildet. Hier sehen wir das Gasgestänge, gefertigt aus Stahl. Hat dieses hier aber keine Funktion. Man kann es ein bisschen bewegen, mehr aber auch nicht. Der wichtige Teil ist hier vorne, denn hier haben wir die Hop-Up-Justierung. Die ist schön groß und griffig. Hier könnt ihr mit sauberen Klicks, hört man schön, das Hop-Up ganz fein einstellen. Sitzt auch richtig sauber und fest. Hier verstellt euch gar nichts. Und wie gesagt, das Schöne, schön stabil gefertigt aus Stahl. Die Kimme besteht ebenfalls aus Zink-Druckguss. Ist sehr solide gefertigt und hat wie beim Original die Einstellung von 1 bis 12, sprich 100 bis 1200 Meter. Die Einstellungen können sauber vorgenommen werden, rastet auch alles schön ein und ist auch wirklich sehr, sehr stabil gefertigt. Der ganze Systemkasten und der Verschluss besteht auch komplett aus Zink-Druckguss. Der Magnet hält hier an keiner Stelle. Einzig hier am Ladehebel selber, der besteht aus Stahl. Hier hinten der Hebel, das ist die Sicherung, die besteht aus Stahl. In der Position links vom Schützen heißt es, die Waffe ist entsichert und kann geschossen werden. Legt ihr den Hebel um, ist die Waffe safe und der Abzug kann nicht betätigt werden. Da wir hier eine HPA haben mit Blowback-Effekt, heißt es für euch, ihr könnt den Verschluss authentisch nach hinten und nach vorne bewegen. Geht auf den vollen Weg wie beim Original. Einziger Unterschied, nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss nicht hinten, sondern wenn ihr den Verschluss hinten haben wollt, müsst ihr dies über diesen Hebel machen. Der ist auch beim Original vorhanden. Druck auf den Hebel lässt den Verschluss wieder nach vorne schnalzen. Auf der rechten Seite des Schützens finden wir hier die Zielfernrohrmontage. Die ist ebenfalls aus Zink-Druckguss gefertigt. Schieben wir mal ein Stück weiter nach hinten. Hier am Schaft
finden wir die Gewehrriemenaufnahme auch absolut authentisch gemacht. So könnt ihr euch bei Bedarf einen Gewehrriemen hier anbringen. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt hier beim Gewehr. Die Schaftkappe ohne Beschichtung, genauso wie beim Original, haben wir hier als Material Stahl verbaut. Die Klappe, die ihr hier seht, hat auch eine Funktion. Beim Shoei-Gewehr könnt ihr aufklappen und wie beim Original euch hier Putzzeug reinpacken oder so wie ich es gerne tue, ein paar Teebeutel. Der Abzug besteht aus Zinkdruckguss, Abzugsbügel aus Stahl. Haben wir hier eine kleine Besonderheit, und zwar, wenn ich das Gewehr mal durchlade, wird jetzt hier kein Valve-Knocker gespannt oder kein Schlagbolzen, nix. Das heißt, wenn ich abdrücke, hört ihr kein Klack, nix. Das ist halt die Besonderheit hier von diesem HPA Escort-System. Wenn ich hier den Abzug drücke, wird lediglich nur ein Ventil geöffnet, Luft strömt in das Nozzle, treibt die Bibi voran. Es wird ein Ladevorgang betätigt, dabei wird die Luftzufuhr unterbrochen. Danach kann ich wieder den Abzug betätigen und das Ganze geht von vorne los. Ich habe hier eine kleine Animation, die habe ich mal rausgesucht. So ähnlich funktioniert das hier auch in dem Gewehr 43. Und da sind wir auch schon beim Magazin angekommen. Um das rauszuholen, müssen wir authentischerweise hier diesen Magazinlösehebel betätigen. Dieser hat aber im Vergleich zum Original hier zwei Funktionen. Und jetzt kommen wir so langsam in das Innenleben hier von diesem Shoei Gewehr 43, denn das funktioniert ein bisschen anders als alle handelsüblichen Gas-Blowback-Gewehre, die ihr so kennt, denn mit diesem Hebel habe ich zwei Funktionen. Erste Funktion ist, ich entriegel das Magazin, um es rauszunehmen, und die zweite Funktion ist, wenn ich das Gewehr einmal durchlade, geht hier eine Düse in das Magazin, in das Auslassventil von dem Magazin und schließt so den Luftkreislauf, sodass ich halt beim Abziehen, beim Abdrücken des Abzuges hier eine Bibi transportieren kann. Wenn ich das Magazin jetzt wieder rausnehme, wird mit Druck auf diesen Magazinlösehebel auch noch die Düse wieder in den Ausgangspositionen gebracht. Das hört man auch durch einen Klick. Habt ihr gehört? Jetzt kann ich das Magazin rausnehmen. Schauen wir uns mal diese Düse etwas genau an. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Das ist hier dieses kleine Ding. Wenn ich jetzt das Gewehr einmal durchlade, seht ihr, kommt hier die Düse raus. Wenn ich drücke, springt sie wieder zurück. Ich mache es nochmal. Jetzt ist die Düse draußen. Jetzt ist die Düse wieder drin. Schauen wir uns das Magazin mal etwas genauer an. Das Magazin besteht aus stabilem Stahlblech. Ja, und wenn ihr euch das mal etwas genauer anschaut, merkt ihr, sieht doch ein bisschen anders aus als die Gasmagazine, die ihr sonst so kennt. Ist wirklich richtig speziell. Hier oben haben wir das Einfüllventil. Hier kommt nachher die Luftpumpe ran, das zeige ich euch gleich. Und dann wird das Magazin mit 10 Bar aufgefüllt. An der Stelle kommen die Bibis rein, bis zu 12 Stück könnt ihr hier laden. Hier an der Stelle hinten seht ihr hier dieses Loch, das ist das Ausfüllventil. Da kommt nachher die Düse rein, die, wenn ich die Waffe durchlade, geht die Düse hier wie gesagt in das Magazin rein. Und hier haben wir auch den Punkt, den ich hatte am Anfang. Ich denke mal, die KTU hatte sich das damals nicht richtig durchgelesen, denn wenn die Düse hier noch in dieser Position ist und ich ramme jetzt das Magazin hier rein und merke, funktioniert nicht und ramme und ramme und ramme, dann verbiege ich mir nämlich die Düse ein bisschen und dann ja, wird es schwer. Dank Shoei habe ich es dann wieder hinbekommen. Ich habe es dann ganz, ganz vorsichtig wieder in Ausgangsposition biegen können, sodass jetzt alles wieder einwandfrei funktioniert. Also wie gesagt, wenn ihr dieses Gewehr habt, immer darauf achten, dass die Düse sich hinten befindet, sonst könnt ihr hier noch ein bisschen was kaputt machen und bei 1600 €, ja, sollte das eigentlich nicht passieren. Ja, laden wir dieses Magazin mal mit Luft. Ich habe mir dazu eine handelsübliche Mountainbike-Federgabelpumpe besorgt, kostet so um die 20 €, bringt aber den Druck, den wir hier haben müssen, um das Magazin erfolgreich zu laden. Es gibt auch elektrische Pumpen, eine ganze Menge, aber für mich reicht hier diese Handpumpe aus und es ist auch nicht dramatisch und hat auch nicht viel Kraftaufwand, hier das Magazin zu laden. Ja, ganz einfach, ihr habt hier das Anschlussstück, das schraubt ihr hier einfach an das Einlassventil ran.
So, dann habt ihr noch mal die rote Schraube, die schraubt ihr rein, um das Ventil zu öffnen. Ja, und dann ist es wie eine Pumpe. Jetzt pumpe ich halt hier so lange, bis die Anzeige hier auf 10 steht, 10 Bar, und dann bin ich bereit. So, jetzt habe ich 10 Bar. Jetzt löse ich die rote Schraube, schließe sozusagen das Ventil. Wird ihr gleich sehen, geht hier die Anzeige auf 0. So, und jetzt kann ich die Pumpe gänzlich abschrauben. Und das Magazin ist mit Luft befüllt. Also eigentlich könnten wir jetzt schon den Schusstest machen, aber ich denke mal, ich zeige euch noch mal Dry-Fire, sozusagen das Gewehr 43 mal ganz nah in Bewegung. Ich setze mal die Schutzbrille auf und dann ja, zeige ich euch das noch mal hier, bevor ich rausgehe. Magazin laden und dann zieht es euch mal rein. Der Verschluss läuft richtig smooth. Ich gehe mal noch ein bisschen zur Seite. Und wie gesagt, ihr könnt so 10 bis 12 Schuss machen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Und jetzt ja, ist auch schon die Luft raus. Ja, ich lade jetzt noch mal nach, gehe raus, mache den Schusstest und danach sehen wir uns hier drin zum Auseinandernehmen wieder. Viel Spaß! Schusstest ist angesagt mit dem Gewehr 43. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die kastrierte Version hier auf 20 Meter schießt. Wir haben 0,5 Joule, Wetter traumhafte 15 Grad. Ich schieße mit 0,2 Gramm Bio-BBs auf eine Entfernung von 20 Metern auf ein 50 x 50 Zentimeter großes Ziel. Ja, und ich bin gespannt, wie sich das Gewehr 43 so schlägt. Viel Spaß! Neun Schuss, der 10. Schuss, da ist die Luft raus. Ja, schauen wir uns mal die 9 Schuss etwas genauer an. Gut, 10 Schuss konnte ich nicht rausschießen, da habe ich wahrscheinlich zu wenig gepumpt. Ist ja auch egal, das Ding, da geht es ja eigentlich gar nicht mehr so um Präzision, sondern eher mehr um Funktion. Dennoch muss ich sagen, auf 20 Meter hat hier das Gewehr 43 eigentlich gar nicht mal schlecht geschossen. Ich habe einen Group Size von 17,1 und wie man sehen kann, ja eigentlich auch alles ziemlich nah beieinander. Und ich muss ehrlich sagen, reicht mir persönlich vollkommen aus für dieses Gewehr. Top. Das war der Schusstest gewesen. Ja, muss sagen, für 20 Meter 0,5 kastriert. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das Gewehr ist ja so gesehen nicht unbedingt zum Spielen da. Und von der Präzision, denke ich mal, reicht das vollkommen aus. Ich denke mal, die anderen werden jetzt sagen, boah, 1600 € und dann diese Performance geht gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ein spezieller Käuferkreis, der hier dieses Gewehr 43 ansprechen soll. Also habt ein bisschen Erbarmen mit dem Gewehr. So, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal ins Feld zerlegen und ich zeige euch mal die Internals von dem Gewehr 43 von Shoei. Das Auseinandernehmen ist eigentlich ziemlich simpel. Zunächst müsst ihr den Sicherungshebel in die Position gesichert stellen, dann das Magazin entfernen, nun den Verschluss in die hintere Position bringen und mit dem Hebel hier arretieren, sodass euch das nicht mehr nach vorne springt. Jetzt müsst ihr hier diese Düse vom Verschluss trennen. Dazu nehmt ihr euch hier so einen Stift oder so einen Sechskantschlüssel, wie auch immer. Der muss hier in dieses Loch passen. Jetzt einfach hier reinstecken, nach vorne schieben, reindrücken und wieder nach vorne. So habt ihr jetzt die Düse vom Verschluss getrennt. Ja, seht ihr das? Jetzt den Knopf drücken und jetzt könnt ihr den Verschluss vom System nehmen. Zum Schluss können wir jetzt noch die Düse hier auch noch entfernen und zur Seite legen. Gucken wir uns mal das Innenleben hier an.
Hier könnt ihr den Messinglauf sehen und auch nochmal schön den Blick hier auf die Düse werfen, die in das Magazin geht. Hier haben wir die Auslassdüse. Wenn ich hier den Abzug drücke, strömt hier Luft raus, geht in den Verschluss, geht in die Düse und die Bibi wird heraustransportiert. Der Nozzle besteht hier aus Aluminium, geht, wie ich euch gezeigt hatte, ja in den Lauf rein und hat zum einen die Funktion, Luft hier durch den Lauf zu leiten, um die Bibi zu transportieren. Des Weiteren ist der Nozzle auch dafür da, eine weitere Bibi zu holen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier im Inneren ein Loch. Wenn der Nozzle sich nach hinten bewegt, seht ihr, wird das Loch freigesetzt, eine Bibi wird reingedrückt und in den Lauf transportiert. Der Schuss erfolgt, Nozzle geht nach hinten, Bibi wird nachgefüllt, Nozzle geht nach vorne und der Schuss kann fortgeführt werden. Nehmen wir zum Schluss noch den Verschluss auseinander. Müsst ihr auch regelmäßig mal machen, um das Gewehr zu warten. Ich drehe mal den Verschluss noch mal um, damit ihr euch hier mal im montierten Zustand das Innenleben anschauen könnt. Hier kommt die Luft rein, gleitet hier durch die Messingdüse in den Lauf hinein. Wenn ihr euch noch mal das Gewehr anschaut, hier an der Stelle auch der Punkt, wo die Luft rauskommt, geht dann hier hinein. So, Verschluss auseinandernehmen, ganz einfach. Ihr müsst hier den Verschlussentriegelungshebel entlösen. Hier Finger drauf, damit euch das Ganze nicht entgegenflutscht. Drücken und jetzt könnt ihr das Ganze vorsichtig rausziehen. Oh. Ja. Ladehebel könnt ihr auch abnehmen. Dann kommt euch hier noch die Düse noch entgegen. Das ist der Knopf, um den Verschluss zu entfernen. Hier nochmal das Düsengegenstück, was hier ansetzt. Und hier können wir die Feder auch noch abziehen. Haben wir die Fortsetzung der Düse. Die geht hier rein. Und dann haben wir hier den Nozzle. Der schließt hier an der Stelle auch noch mal ab. Das ist dann das ganze Luftgestänge, was benötigt wird, um die Bibi voranzutreiben. Also wie ihr seht, alles ziemlich simpel gemacht. Müsst ihr wie gesagt regelmäßig immer mal auseinandernehmen, säubern, ölen und dann wieder zusammenbauen. Ja, und dann habt ihr viel Freude mit eurem Gewehr 43. Ich baue das Ganze jetzt wieder zusammen und dann machen wir weiter mit den Pro und Kontras und dem Fazit und der Kaufempfehlung. Machen wir weiter mit dem Pro und Kontras und ich fasse das auch gleichzeitig mal ein bisschen zusammen mit Fazit und Kaufempfehlung, weil wir hier wirklich ja was Spezielles in der Hand haben, was man nicht so vergleichen kann. Fangen wir erst mal mit den Pro und Kontras an und ihr wisst, an erster Stelle kommen immer die Pros und dann ganz oben kommt dann das Super Pro, also das, was mir am wichtigsten ist, und das ist ja einfach nur, oder nur in Anführungszeichen, wir haben hier ein Gewehr 43 als Airsoft. Zieht euch das mal rein. Wer hätte das gedacht? Also ich muss sagen, ich persönlich, ich hätte nie im Leben gedacht, dass es mal ein Gewehr 43 als Airsoft zu kaufen gibt. Absoluter Hammer. Zweiter Punkt, 1:1 Nachbau. Wir haben hier Originallänge, fast Originalgewicht und das Ganze von Shoei in einer richtig guten Qualität verarbeitet. Wie gesagt, 400 Stück wurden davon nur hergestellt, per Hand das Ganze. Der Schaft, ein absoluter Traum. Das Zusammenspiel der Materialien, alles passgenau gefertigt. Hier wackelt und klappert nichts. Richtig schön. Nächster Punkt ist, wir haben hier sogar Original-Markings drauf. Hier ein paar Stempelungen, wie sie auch beim Original zu finden sind. Natürlich nicht alles komplett. Da fehlen noch ein paar Geschichten, aber einfach alles richtig traumhaft. Richtung Airsoft kann ich euch sagen, gefällt mir auch sehr gut hier die Hop-Up-Justierung. Alles komplett auch aus Metall gefertigt. Hier ist kein Plastik, was reißen kann. Ihr habt gesehen, ihr könnt hier richtig klickweise ganz sauber das Hop-Up justieren. Funktioniert auch einwandfrei. Die Leistung auch gar nicht schlecht. Wir haben ja hier die 0,5 Joule Variante. Konnte ich auf 20 Meter eigentlich richtig schön treffen. Habe ein ordentliches Trefferbild erreicht.
Wichtig ist, man muss das Magazin wirklich ordentlich aufpumpen, also etwas über 10 Bar müsst ihr schon kommen, damit ihr auch wirklich die 10 Schuss raushauen könnt. Laut Shoei haben wir hier eigentlich 12 Schuss, aber ich denke mal aufgrund der Kastration, weil die auch viel Luft entweicht und nicht die volle Power hier durch den Barrel gleitet, kommen wir so, ja, gerade mal immer so auf 10 oder 11 Schuss. Wie gesagt, beim Schusstest hatte ich sogar auch nur 9 gehabt. Kann auch mal passieren. Okay, also Präzision haben wir abgehakt. Hop-Up haben wir abgehakt. Ja, das Schöne, wir haben hier auch eine Blowback-Funktion. Ja, das Ganze gleitet hier ordentlich ran und macht halt ordentlich Spaß, das Ganze so zu bedienen wie ein echtes Gewehr. Richtig genial. Das HPA-System ist wirklich sehr speziell. Das ist auch meine erste HPA, die ich hier mit Luftpumpe aufpumpen muss. Also richtig schön nostalgisch. Also der Nostalgiker freut sich hier auch. Ich weiß nicht, ob man das als Punkt anbringen kann. Ich hau's einfach mal rein. Ja, und dann denke ich mal, haben wir die Pros abgearbeitet. Kommen wir jetzt, ja, ich lege da noch einen Zwischenpunkt ein zu den Neutralpunkt. Und das ist der Preis. Viele werden ihn wahrscheinlich als negativ ansehen. 1600 € ist ein absoluter Hammer. Unbedingt so viel Geld für so eine Airsoft auszugeben, die hier zumal nur 0,5 Joule hat, nur 10 Schuss leistet, ja. Krankhaft einfach, aber ihr müsst bedenken, das ist hier per Hand gefertigt. Es wurden 400 Stück nur hergestellt von Meisterhand und das mit viel Liebe und aufgrund der geringen Produktionszahl und auch der Art, wie es hergestellt worden ist, ist halt der Preis richtig hoch und ihr habt hier wirklich ein Sammlerobjekt in der Hand, was auch noch Potenzial hat, im Wert zu steigern, denn Shoei wird dieses Gewehr nicht nochmal produzieren. Das müsst ihr immer bedenken. Nächster Negativpunkt ist die 0,5 Joule Kastration. Dadurch haben wir nicht die volle Leistung. Muss man auch sehen, ob man das irgendwie auch anders machen kann. Denn hier wurde der Nuzzle einfach mit 4 Löchern versehen, um das Ganze hier zu reduzieren. Ist ein bisschen leicht. Vielleicht hätte man auch einen anderen Nuzzle nehmen können mit einer engeren Öffnung, sodass dadurch die Power reduziert wird. Aber das Gewehr tut einfach seinen Job. So, und das waren die Pro und Kontras. Ja, machen wir weiter mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Habe ich eigentlich alles schon gesagt. Also dieses Gewehr ist nichts für den Spieler, denn ja, 10 Schuss, eine ganze Menge Arbeit, hier mal das ganze Magazin gewechselt. Ihr braucht auch mehrere Magazine, müsst ihr bedenken. Und die kriegt ihr nicht bei ZIP Militaria, die müsst ihr euch bei Shoei direkt aus Japan importieren. Das kostet auch nochmal ordentlich. Und wie gesagt, nur 10 Schuss mit HPA, mit der Pumpe oder mit einem elektrischen Kompressor aufpusten. Ganz schön aufwendig und dann hier nur 0,5 Joule. Also das ist definitiv nichts für den Spieler. Das Gewehr ist für den gut betuchten Sammler, für alle die kein echtes haben können oder haben wollen und was Authentisches suchen, mit dem sie auch mal schießen können. Dafür ist dieses Gewehr gebaut. Ja, und das war's von mir. Bruce BB2K Airsoft Channel. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Gewehr haltet. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Haut es mal rein. Ich denke mal, es wird die Gemüter absolut zum Kochen bringen. Es wird 2 Lager geben, extrem Pro, extrem Contra. Und ich weiß jetzt schon, Contra wird wahrscheinlich am meisten sein, weil viele würden gerne dieses Gewehr haben, aber nicht für diesen Preis. Und das kann ich wirklich auch verstehen. Es ist wirklich richtig mächtig. Bedanken möchte ich mich nochmal zum Schluss bei der Firma ZIP Militaria, die mir dieses Gewehr zur Verfügung gestellt haben. Wahnsinnssache. Ja, mir bleibt doch zu sagen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann da gerne mal oben drauf drücken und das nachholen. Es gibt auch so eine Glocke, die man aktivieren kann, um keins meiner Videos zu verpassen. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ja, das war's. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Review. Sagt euer Bruce und jetzt muss ich ein letztes Mal das Gewehr durchladen und schwelgen über diese wunderschöne Replik. Macht's gut.